Hallo, Freunde und noch talentierte Schauspieler sind nur Menschen und das bedeutet, dass sie manchmal nicht mit ihren Kollegen klarkommen. Es wird Sie sicherlich überraschen, dass einige große Stars einander hassen. Sollen wir Ihnen ein paar Berühmtheiten zeigen, die Sie in absehbarer Zeit bestimmt nicht zusammen in einem Film sehen werden? Ist Vin Diesel und Dwayne Johnson? Auf den ersten Blick scheint es, als wären Vin und Dwayne beste Freunde. Beide sind talentierte Schauspieler, haben gemeißelte Körper und verwenden wahrscheinlich Rasierer derselben Firma, wenn sie sich den Kopf rasieren. Aber sie verstehen sich nicht, und nur weil man sie im selben Film sieht, heißt das nicht, dass sie hinter den Kulissen ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Tatsächlich weigerten sie sich sogar, ein Set zu teilen, während sie an einem Medienfranchise mit der rasanten Actionfilmreihe arbeiteten. So begann ihre Feindschaft. Im Jahr 2016 hegte Johnson offenbar einen Groll oder eine Beleidigung gegenüber dem Film Fast and Furious 8 und beschloss, dies mit seinen Fans auf Instagram zu teilen. Er schrieb, dass ihm die Zusammenarbeit mit allen weiblichen Kollegen Spaß mache, dass sie immer wunderbar seien und dass er das leider nicht von seinen männlichen Kollegen sagen könne. Dwayne schrieb, dass es eine ganz andere Geschichte sei. Er fügte hinzu, dass einige sich wie Trottel und Feiglinge verhielten. Einige Jahre später bestätigte Johnson in einem Interview mit der Zeitschrift Rolling Stone, dass er sich auf die damalige Schuld des Dieselmotors bezog. Es ging alles so weit, dass diese beiden Schauspieler sich weigerten, gemeinsame Szenen zu drehen. Ja, Lena Headey und Jeremy Gars dürfen bei spannenden Events kaum fehlen. Die einzige Folge der Game of Thrones-Reihe. In der Serie tauchen viele Charaktere auf, von denen viele so eng miteinander verbunden sind, dass der Zuschauer oft keine Zeit hat, sich alles anzuschauen. Aufgrund der Größe von Westeros und der großen Anzahl an Charakteren haben Fans Königin Cersei und Bronn noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Wir wissen jedoch jetzt, dass dies kein Zufall ist. Hinter den Kulissen passieren oft nicht so angenehme Dinge. Es gab eine Zeit, in der Lena, die in der Serie Königin Cersei Lannister spielte, und Jerome Flynn, der Bronn spielte, eine echte Romanze hatten. Diese beiden hielten ihre Beziehung geheim, daher wissen wir nicht, wann ihre Romanze begann. Wir wissen jedoch mit Sicherheit, dass alles bereits in der Vergangenheit liegt und die Trennung nicht ganz reibungslos verlief, die Beziehungen zwischen diesen Schauspielern äußerst angespannt waren, sodass die Macher und Produzenten das Paar scheiden ließen. Im erzählerischen Abschluss von Staffel 7 können wir beobachten, wie viele Charaktere sich in der Drachengrube versammelten, aber Bronn fehlte unter ihnen. Und obwohl er nur seine Rolle spielte, der Grund? Seine Abwesenheit ist mehr als persönlich. Julia Roberts und Nicolas Siro. Julia Roberts hat sowohl im Film als auch im wirklichen Leben den Ruf, eine nette Frau zu sein, aber wenn es um ihre Arbeitserfahrung mit dem Schauspieler Nick Siro geht, verwandelt sie sich in eine völlig andere Person. Während eines Interviews für die New York Times beschrieb sie ihn als einen absolut ekelhaften Menschen. Die beiden Schauspieler arbeiteten 1994 zusammen. Ich liebe es, wenn ich Probleme habe, einen Film zu drehen. Die Situation verschlechterte sich immer mehr. Laut Julia verhielt sich die Null während der Dreharbeiten unhöflich und griff auf alle möglichen Beschimpfungen zurück. Es war ein romantischer Film, der viele Nahaufnahmen und Liebesszenen zwischen den Schauspielern beinhaltete. Sie haben beide versucht, so weit wie möglich ein von zwei zu halten, aber wie man am Set sicherlich verstehen kann, ist es fast unmöglich. Am Ende hielt Julia es nicht mehr aus, sie wollte sich nicht mehr mit ihm abfinden, sie drehten die meisten ihrer Szenen getrennt, der Film war nicht interessant. Angesichts des völligen Fehlens gegenseitiger Sympathie zwischen den Hauptfiguren ist dies jedoch nicht verwunderlich. Als die Darsteller auf Seite 2 nach Julia gefragt wurden, antwortete Roberts, sie ist überhaupt kein guter Mensch und das weiß jeder. War Mary und Lucy Liu wahrscheinlich, dass dieser Hollywood-Streit sie in Verlegenheit bringen würde? Die Lieblingsschauspielerin war Mary, er fand während der Dreharbeiten zu Charlie's Angels keine gemeinsame Sprache mit einer Schauspielerin, dieser Schauspielerin war Lucy Liu, zunächst war es ein kleiner Streit, aber bald entwickelte sich zwischen ihnen eine echte Feindschaft. Jeder von ihnen bietet seine eigene Version dessen, was passiert ist. Beginnen wir mit dem emotionalsten. Einigen Quellen zufolge sagte Mary der Schauspielerin, dass sie auf seine Kritik hin nicht Alia spielen könne. Sie reagierte sehr heftig, man sagt, alle um sie herum hätten versucht,
sie so weit wie möglich fernzuhalten, denn während der Dreharbeiten habe man die Spannung gespürt, die abgebaut werden konnte. Mary Aliou, natürlich bieten sie ihre eigene Version von dem, was passiert ist. Er war zu behaupten, dass er ihr das gesagt hat, wie sie diese Zeilen aufsagen möchten, ist Wahnsinn. Allerdings nahm Lucy diese Worte zu persönlich und wurde wütend, als sie gefragt wurde, was passiert sei. Lucy lehnte es ab, sich zu der Angelegenheit zu äußern. Sie sagte nur, dass sie und Bill unterschiedliche Ansichten zu dieser Angelegenheit hätten und dass es sich nicht lohne, darüber zu reden. Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, Samantha Jones und Carrie Bradshaw waren vielleicht beste Freundinnen bei Sex and the City, aber in Wirklichkeit hassen Jessica und Kim einander. Während der Dreharbeiten zur Serie gab es Gerüchte, dass sich die Schauspielerinnen sogar gestritten hätten, doch Cat LaBelle dementierte diese Gerüchte lange Zeit. Sie behaupteten, es gebe keine Probleme zwischen ihnen. Doch als die Kameras ausgeschaltet waren, erzählten die beiden Frauen der Welt eine völlig andere Version der Geschichte. Laut Kim Cattrall mochte Jessica Parker sie nie. Sie selbst weiß nicht, warum, und fügt hinzu, dass ihr Verhalten bissig gewesen sei und dass sich die Dreharbeiten aufgrund ihrer Launen und ihres Ausgabeverhaltens verzögert hätten. Nach dem Ende dieser äußerst beliebten Serie freuten sich die Fans auf die Verfilmung, aber etwas verhinderte ständig die Veröffentlichung. Es hieß, Parker und Cat LaBelle wollten nicht mehr zusammenarbeiten, was den Drehbeginn verzögerte. Die Beziehungen waren so schlecht, dass Kim Cattralls wütende Reaktion folgte, als Jessica Parker ihrer Kollegin ihr Beileid im Zusammenhang mit dem Tod ihres Bruders ausdrücken wollte. Anschließend schrieb sie auf Instagram, dass sie ihre Unterstützung nicht brauche. Cattrall gab sogar an, dass Parker nur um ihr Beileid ausgesprochen habe, um Aufmerksamkeit zu erregen und das Image eines würdigen Mädchens von Emma Watson und Channing Tatum zu stärken. Wenn man die Erfahrungen beim Dreh des Films Das Ende der Welt im Jahr 2013 bedenkt, können wir vermuten, dass Emma Watson den Film nicht mag. Sie spielte in dem Film eine untergeordnete Rolle, war aber von Channings neuem Verhalten so schockiert, dass sie sich weigerte, ihre Arbeit zu beenden, da sie durch seine zweideutigen Unterstellungen ihr gegenüber in den Wahnsinn getrieben wurde. Von den Szenen aus tanzte der halbnackte Tatum sogar am Set in düsterer Unterwäsche. Offenbar wollte er sich an seine Stripper-Vergangenheit erinnern. Er und seine Kollegen hatten ihren Griff völlig gelockert, aber was Emma sah, schockierte sie völlig. Sie verließ blitzschnell den Tatort und wandte sich an ihren Agenten. Die Schauspielerin bemerkte, dass sie es zu vulgär fand. Und dass sie sich damit nicht wohlfühlt, zumal es im Drehbuch nichts dergleichen gab. Darüber hinaus staubte Channing vor dem Filmen dieser Szene ab, was Emma als beleidigend und unprofessionell empfand. In der Zwischenzeit tanzte er weiter und als es anfing zu regnen, erklärte er scherzhaft, dass es aus Evas Tränen regnete und dass Emma nur eine Heuchlerin sei. Wir wissen nicht, was Watson von diesem Film mit James Franco, Seth Rogen und anderen Schauspielern erwartet hat, die für ihre heiklen Szenen bekannt sind. Aber jeder hat sein Unüberwindbares. Ranici und Watson konnten so ihren James Franco und Teresa Gibson erkennen, obwohl James Franco manchmal in heiklen Szenen auftritt. Er nimmt jeden völlig ernst. Als er den Film Hour of Truth drehen wollte, schlief er auf der Straße, um sich an die Rolle zu gewöhnen. Als er im Film Annapolis eine Rolle als Rekrut der Marineakademie ergattert, beschließt er, sich in Form zu bringen. Und obwohl beide Schauspieler trainiert und sich auf ihre Rollen vorbereitet haben, hat Franco mit seinem Eifer etwas übertrieben. Während der Dreharbeiten zum Boxduell interpretierte er seine Schläge überhaupt nicht. Es ist völlig verständlich, dass James, als er mit aller Kraft auf den Reifen einschlug, Frank immer wieder aufforderte, nicht bis zum Anschlag zu schlagen. Er erinnerte ihn daran, dass es nur Training war. James gab später zu, dass er seine Rolle zu ernst nahm und es mit seinen Bemühungen übertrieb. Er fügte hinzu, dass Gibson ein guter Mensch sei und dass er es bereue, in einem der Interviews am Set nicht netter gewesen zu sein. Tyres sagte, dass er um keinen Preis wieder mit Frank zusammenarbeiten werde und dass er glaube, dass die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhten. Ryan Gosling und Rachel MC Adams, eins der bemerkenswertesten Liebesgeschichten der letzten Jahre, Drama, Notizbuch Ein Liebe. Es wird nicht nur Frauen, sondern auch Männern Tränen in die Augen treiben. Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass der gut aussehende Ryan Gosling und die bescheidene, charmante Rachel MC Adams in diesem Film ein ideales Paar darstellen könnten. Wenn sie schon am Set zur gegenseitigen Harmonie gelangen, wer hätte gedacht, dass in Wirklichkeit alles anders ist?
Gosling und McAdams hassten sich aus tiefstem Herzen. Aufgrund eines Streits zwischen den Schauspielern wurde der Film fast nicht gedreht. Aus dem Interview geht hervor, dass der Regisseur Andy Gosling zu ihm kam und sagte, dass er nicht mit Rache spielen könne und um eine Veränderung bat. Der Regisseur der Schauspielerin reagierte, indem er die beiden verfeindeten Parteien in eines der Wohnwagenhäuser brachte und sie das Gespräch von Angesicht zu Angesicht besprechen ließ. Es donnerte und blitzte buchstäblich aus dem Wohnwagen. Das gesamte Personal war vor Staunen sprachlos. Der Film konnte bis zum Ende fertiggestellt werden, aber es hat alle Beteiligten viel Nerven gekostet und das sind alle Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es bitte, kommentieren Sie es und bis bald.